Das sogenannte SEO-Keyword-Mapping ist einer der wichtigsten Werkzeuge im Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Dieses Werkzeug, was einfach gesagt eine Liste ist, hilft dir dabei zu ermitteln, wie viele SEO-Unteraufgaben du denn zu erledigen hast. Aus meiner Sicht ist SEO auch relativ einfach. Entweder du musst Seiten neu erzeugen oder du musst bestehende Seiten oder Inhalte optimieren. Aber lass mich einmal erklären, was dieses Keyword-Mapping genau ist. Eine Website besteht ja normalerweise aus mehreren Inhalten. Im SEO ist total wichtig zu definieren, welche Inhalte sind für SEO jetzt wichtig und welche eben nicht. Das klassische Beispiel, eine Impressumseite ist für die Google-Suchmaschine als Ranking-Inhalt egal. Also so könnte zum Beispiel bei einer Website eines Steuerberaters die Menüstruktur aussehen. Wir haben eine Startseite, wir haben eine Über mich und eine Referenz- und Kontaktseite. Und für die Startseite könnte eben der Begriff Steuerberatung Wien sehr interessant sein. Da suchen nämlich über 3000 Leute pro Monat. Die Seiten Referenz, Über uns und Kontakt haben aus meiner Sicht kein Keyword-Ziel und wären dann für SEO völlig egal. Das heißt, in einem Projekt würde ich mich sehr stark auf die Optimierung der Startseite konzentrieren. Das bringt einem Unternehmer oder diesem Steuerberater in dem Beispiel totale Klarheit, weil ich muss nicht an 17 Seiten herumarbeiten, sondern ganz gezielt nur eben an einer. Und dadurch natürlich erzeuge ich schneller und viel effektiver Ergebnisse, weil ich einfach konzentriert arbeite. In diesem Video zeige ich dir jetzt, wie man so ein Keyword-Mapping erstellt, und ich würde dir empfehlen, dir das Video einmal durchzuschauen, um einfach zu verstehen, welche Vorteile und welche Macht eigentlich so eine simple Keyword-Mapping-Liste hat. Und wenn du es mitmachen möchtest, dann schaust du am besten ein zweites Mal an und dann kannst du von Bereich zu Bereich springen und dir das alles in Ruhe anschauen und immer Stop and Go machen und alles auf deiner Website oder für deine Website wiederholen. Die gute Nachricht ist, ein SEO-Keyword-Mapping musst du grundsätzlich nur einmal erstellen. Eine zweite gute Nachricht ist, umso kleiner deine Website, umso schneller ist dieser Punkt erledigt. Dieses Beispiel des Steuerberaters von vorne mit diesen 4 Seiten ist wirklich in wenigen Minuten erledigt. Die schlechte Nachricht ist, umso größer deine Website oder Online-Shop ist, umso länger braucht das, aber dafür umso wichtiger ist, dieses Werkzeug richtig einzusetzen. Falls du so ein Werkzeug natürlich gut findest, aber es dir nicht selbst erstellen möchtest, dann schick uns gerne eine E-Mail an office@itaps-digital.com und gerne erstellen wir diese auch für dich. Also Schritt 1, relativ easy, du brauchst ein leeres Excel-Dokument. Ich habe dir auch eine Vorlage vorbereitet. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und da sind jetzt in meiner Vorlage ein paar Spalten bereits ausgefüllt und die werde ich dir Schritt für Schritt jetzt erklären, warum die wichtig sind. Schritt Nummer 2 ist, wir müssen Keywords definieren, mit denen du gefunden werden möchtest oder es sinnvoll wäre, gefunden zu werden. Das ist grundsätzlich ein Thema der Keyword-Recherche und kann ich in dem Video nicht vollständig behandeln. Ich verlinke dir aber hier oben ein Video, wo ich ganz intensiv dich begleite und zeige, wie man das selber machen kann. In Kürze aber mit dem kostenpflichtigen Tool kwfinder.com oder dem kostenlosen Google Chrome Plugin Keyword Surfer kannst du eben herausfinden, wie oft Wörter in der Google-Suchmaschine in einem Land pro Monat eingegeben werden. Du kannst da dann herumsurfen, die meisten Tools machen dir auch Vorschläge. Du speicherst dir am besten einfach die Keywords, die irgendwie interessant klingen für dich, einmal ab. In unserem Beispiel nehmen wir unsere eigene Agentur-Webseite her. Da könnten Rankings interessant sein wie SEO-Agentur Wien, SEO Österreich, SEO, was ist SEO und so weiter. Also an der Stelle kümmere dich um deine Keyword-Recherche, wenn du sie nicht hast, und füge sie in diese Liste ein. In die eine Spalte Keywords, die Begriffe, und in die Spalte im Suchvolumen, wie viele Menschen pro Monat das eben suchen. Schritt Nummer 3 ist Suchintention definieren. Wir Menschen haben eigentlich nur 3 Gründe, warum wir googeln. Wir wollen was kaufen, wir wollen eine Information finden oder wir wollen zu einem Unternehmen navigieren. Etwas zu kaufen oder Leute, die eine Information finden wollen, das sind meist die 2 Gründe oder die 2 Arten von Gruppen, die wir gerne auf unserer Website hätten. Also die einfachste Methode, die Suchintention herauszufinden, ist, indem du den Begriff googelst. Also Beispiel, wir googeln nach dem Begriff SEO und finden dann nach der Werbung lauter Blogartikel, Wikipedia und so weiter, wo einfach SEO erklärt wird. Das ist immer ein Zeichen dafür, wenn viele Blog oder Wikipedia da sind, dass die Leute Informationen finden wollen. Im Gegenzug dazu, wenn ich eingebe SEO-Agentur Wien, dann sehen wir nach der Werbung eben auch ganz viele Anbieter von SEO-Agenturen. Das ist immer ein Signal dafür, dass die Leute halt logischerweise kaufen wollen. Und wir schreiben jetzt unter die Liste die Suchintention, die jedes einzelne Keyword hat. Also SEO-Agentur Wien wissen wir, dass das eben Suchintention Kauf ist.
Wenn wir eingeben SEO Österreich, dann sehen wir beides. Das ist sozusagen eine Mischintention. Das heißt, manche, die SEO Österreich eingeben, wollen einen Anbieter finden und manche wollen Informationen dazu finden. Das erkennt man eben daran, dass das Bundesministerium, die Wirtschaftskammer oder eben Wifi sogar mit einem Kurs rankt. Also hier ist die Intention gemischt. Wenn du es dir aussuchen kannst, würde ich immer sagen, markier es lieber mit Kauf oder schreib eben Kauf und Info. Wenn du natürlich so ein cooles Tool hast wie wir, KW Finder, das kostet leider Geld, kann man das super Listen importieren und sieht auch das Suchvolumen alles super auf einen Blick. Wenn du mit deiner Liste fertig bist, dann kann die so ähnlich wie bei uns ausschauen. Du wirst dich wundern, warum der Begriff Apfelstrudel bei mir vorkommt. Das brauchen wir nämlich dann für einen anderen Schritt, brauchen wir dann dieses Beispiel. Außerdem mag ich Apfelstrudel sehr. Der nächste Schritt ist, ähnliche Begriffe zusammenzuführen, weil Google nicht in Keywords denkt, sondern in Themen oder in gemeinsamen Suchintentionen. Früher hat man gesagt, Einzahl und Mehrzahl, sind das jetzt vielleicht 2 Seiten, die ich aufbauen muss oder richtige Schreibweise, falsche Schreibweise. Mittlerweile ist das eben mit einem Inhalt lösbar. Das heißt, du brauchst da nicht für jedes Keyword eine URL vorsehen oder erstellen. Allerdings muss man vorsichtig sein, dass man eben genau erwischt, ist das wirklich die gleiche Suchintention. Dafür hilft uns dieses Kauf und Information, aber wir müssen dazu noch einen Schritt weitergehen und die Top 10 Ergebnisse einfach miteinander vergleichen. Also sprich, wenn mit Begriff A und mit Begriff B 8 Beispiele von 10 gleich sind, egal an welcher Position, dann kann man die in eine Gruppe geben und mit einem Inhalt dann später in der Maßnahme umsetzen. Wenn die unterschiedlich sind, was wir gleich sehen werden, da brauchen wir 2 Seiten. Wir machen es nicht nur theoretisch, sondern praktisch, also schauen wir hinein. Ich habe dazu dir ein cooles Tool mitgebracht, den SERP Overlap Tool, ist kostenfrei und hier geben wir Google AT ein, in unserem Fall Österreich, Sprache Deutsch passt und dann vergleichen wir einfach 2 Suchbegriffe, in dem Fall jetzt SEO Agentur Wien und SEO. Und die 2 vergleichen wir jetzt. Also in dem Fall sehen wir dann 0% Relevanzscore und wenn man runtergeht, dann sieht man eben links SEO Agentur Österreich und rechts das Keyword SEO und einfach die Google-Platzierungen und man sieht, es hat hier keine Übereinstimmung, 0%. Das heißt, ich gehe in meine Liste hinein, schreibe bei SEO Agentur Wien ein A und bei SEO ein B. Jetzt schauen wir uns an, gibt es einen Unterschied von SEO und was ist SEO? Was denkst du, meinen die Leute das Gleiche oder nicht? Und hier sehen wir 72% Übereinstimmung. Das heißt, man sieht auch, es verschieben sich zwar die Positionen, aber es werden wirklich exakt die gleichen Inhalte von gleichen Anbietern bei beiden Suchphrasen in Google angezeigt. In dem Fall geben wir beide Begriffe in die gleiche Gruppe. Das heißt, SEO ist Gruppe B und was ist SEO, gebe ich auch in Gruppe B. So, und das letzte Beispiel, das wir gemeinsam durchmachen, ist auf der einen Seite SEO Agentur Wien und einmal SEO Österreich. Du könntest das jetzt schon erraten, weil wir uns ja beide Suchergebnisse schon angeschaut haben. Aber das Tool sagt uns auch hier 13% Übereinstimmung. Das heißt, außer einen Anbieter sind alle Inhalte unterschiedlich oder Suchergebnisse. Das bedeutet, ich würde das auch trennen. Das heißt, für SEO Österreich würde ich das in eine Gruppe C geben, also eine neue Gruppe eröffnen. Und so machen wir das jetzt für jede Keywords. Und so schaut das dann aus. Das heißt, wir haben in Wahrheit nur diese 2 Begriffe in einer Gruppe und für alle anderen passen die Intentionen oder eben diese Suchergebnisse nicht miteinander überein. Gut, in Schritt Nummer 5 schauen wir uns einfach den Status Quo an. Das heißt, welche Position befindet sich deine Website oder Online-Shop gerade in Google? Wenn man natürlich bezahlte Tools hat, geht das viel einfacher. Sonst würde ich dir das kostenfreie Tool von Moritz Bauer empfehlen. Link ist wieder unten in der Beschreibung. Und die Bedienung ist auch sehr einfach. Wir geben hier ein Google AT, geben hier ein Keyword ein, geben wir SEO Agentur Wien ein. Deine Website ist bei uns die tabs-digital.com und Website-Position ermitteln. Der überprüft jetzt in Österreich, auf welcher Position sich diese Webseite bei dem Suchbegriff befindet. Und er sagt, wow, gratuliere, du befindest dich auf Platz Nummer 3. Und zwar mit dieser URL. Das heißt, ich gehe auf meine Liste und mache 2 Sachen. Auf der einen Seite gebe ich hier jetzt ein, aktuelle Position, gebe im Datum einfach jetzt den heutigen Tag ein, das war der 9.11.2023 und schreibe die Position 3 ein. Und bei rankende URL genau diese URL, die da vorkommt. Das heißt, in Spalte I die rankende URL ein. Das machen wir jetzt wieder mit allen Keywords und solltest du eben einen Begriff haben, gehen wir mal Apfelstrudel ein. Jetzt wirst du erfahren, warum wir das Apfelstrudel-Keyword brauchten. Dann kommt, tut mir leid, du hast gar keine Position. In dem Fall gibst du in die aktuelle Position den Wert 100 ein und lässt die Spalte I frei. Und das machen wir wieder mit allen Keywords.
Gut, und wenn du fertig bist, oder in unserem Fall, schaut das dann wie folgt aus. Also Positionen, ich kann da noch natürlich in den Filtern immer wieder dann auch sortieren, okay, welche Rankings sind denn gut und welche sind schlecht. Das heißt, Apfelstrudel werden wir gar nicht gefunden, SEO Österreich sehr schlecht auf Platz 31 und immer dein Ziel ist im Bereich SEO, dass du auf die ersten 3 Plätze kommst. Das heißt, die 2 sind super und hier müsste man überall schon nachbessern und Energie investieren. Die Spalte H ist deswegen zur Verfügung, dass wenn du jetzt 3 oder 6 Monate SEO machst, gehst du nach 6 Monaten eben her und schreibst danach die Position wieder in diese Spalte und schaust dir einfach an, haben sich deine Rankings verbessert, ja oder nein. Das ist die einfachste Art, um Fortschritt messen zu können. Profis machen das natürlich mit Tools, wo täglich Positionen getrackt werden, um Tendenzen zu erkennen. Und wir haben es fast geschafft. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir überprüfen jetzt, ob diese Keywords, Rankings und URLs zusammenpassen dort, wo wir ein Ranking haben. Und dort, wo wir kein Ranking haben, überlegen wir uns, haben wir einen Inhalt? Und wenn nicht, wäre die Konsequenz, wir erstellen uns eine Aufgabe, wir müssen die Seite erstellen. Schauen wir uns das wieder an. Also, Beispiel Apfelstrudel. Ich habe wirklich keinen Inhalt zum Thema Apfelstrudel auf dem It Helps Blog, wäre ja auch blöd. Und deswegen würde ich hier jetzt den bestehend neu mir notieren, ich brauche eine neue Seite. Im nächsten SEO Österreich rankt die Startseite auf Platz 31, also schlecht. Und SEO Agentur Wien, das ja irgendwie auch die Startseite ist, rankt auf Platz 3. Wir haben aber vorher gelernt, dass die Suchintention unterschiedlich ist. Das heißt, ich würde hier, wenn ich danach optimieren würde, eine Soll-URL definieren, SEO-Österreich, und würde mir vorher markieren, dass ich eine neue Seite anlegen muss. Leute, die SEO Österreich suchen, kann ich nicht mit der Startseite abfackeln. Das wird vielleicht nie funktionieren, weil eben 10%, glaube ich, war Relevanz nur. Ich kann das natürlich trotzdem hardcore probieren, aber ich empfehle dann trotzdem eher 2 Seiten zu erzeugen. Das heißt, wir müssen eine neue Seite erzeugen zum Thema SEO in Österreich. SEO und was ist SEO haben wir in der Gruppe B. Jetzt haben diese beiden URLs aber unterschiedlich rankende URLs in der Google-Suche. Nämlich mit SEO, wir haben ja gerade mit technisches-SEO mit dem Blogartikel gefunden und mit dem Thema was ist SEO mit unserem eigentlichen SEO-Artikel. Das ist grundsätzlich sehr ähnlich, aber das eine geht halt nur um technisches SEO in unserem Blog und der andere Blogartikel geht es umfänglich um das Thema SEO. Das heißt, das ist dieselbe Gruppe, haben aber verschiedene Inhalte und das ist schlecht. Das heißt, hier muss ich mir markieren, dass die Soll-URL eigentlich diese ist. Und hier schreibe ich, ich kann aber eine bestehende optimieren. Grundsätzlich bin ich mit den Inhalten auf 11 und 7. Da ist blöd, weil eine andere URL rankt. Wie man Google dazu bringt, was anderes als die aktuelle Auswahl zu nehmen, das erkläre ich dir gerne in einem neuen Video. Für dieses Video ist mal nur wichtig, dass wir dann nur diesen Was ist SEO-Artikel optimieren müssten, um bessere Rankings zu bekommen. Du kannst dich erinnern, wir haben immer neue Seiten erstellen oder bestehende Inhalte verbessern. Das sind grundsätzlich die 2 Methoden, die wir hier haben. Und dann wird schnell einfach. Webdesign Agentur rankt unsere Seite Leistungen Webdesign. Das ist genau die ich haben will. Ich bin aber noch auf Platz 8. Das heißt, ich schreibe da bestehend hin. Ich habe einen Inhalt. Ich muss den halt verbessern und SEO-Maßnahmen setzen. Wenn dich interessiert, was für SEO-Maßnahmen dann du umsetzen kannst, die ja immer im Bereich entweder Inhalt verbessern, technische Verbesserungen oder Backlink-Aufbau ist, da erstellen wir bald für dich ein neues Video auf unserem YouTube-Kanal. Gut, und wenn man das fertig durchsieht, wie lange dauert SEO, da haben wir einen eigenen Artikel nur dafür, sind wir auf Platz 5, hat leider nur 10 Suchvolumen, relativ wenig, aber auch hier habe ich überall bestehend. Was sagt mir dieses Keyword Mapping? Auf der einen Seite, ich habe 2 Seiten anzulegen, nämlich SEO Österreich und Apfelstrudel, und ich habe 1, der fliegt ja raus, 2, 3, 4, 5 Seiten zu optimieren. Das heißt, 2 Seiten anlegen, 5 Seiten optimieren. Das wäre jetzt für meine nächsten Wochen und Monate die Aufgabe. Wie gesagt, welche Maßnahmen dann zu treffen sind, ist ein anderes Thema. Es ist nur klar, was so die groben Aufgaben jetzt sind. Und jetzt ist nur die Frage, wie schnell schaffst du, 2 Seiten zu erzeugen und 5 Seiten zu optimieren. Aus meiner Sicht ein wahnsinnig unterschätztes Werkzeug, das dir einfach ermöglicht, super konzentriert, dass dein Team oder deine Agentur ganz gezielt und schnell Ergebnisse für dich liefert. Wenn dich das Thema interessiert, was für SEO-Maßnahmen sinnvoll sind, dann empfehle ich dir grundsätzlich, unseren Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video publiziert wird. Danke fürs Zuschauen und bis bald.